Charlie Schneider will etwas von dir? Du musst zu Anneliese. Ich muss das klarstellen. Sag mal, habe ich irgendwas falsch gemacht? Sophie hält sich doch für eine starke Frau. Sie tut doch nie das, was man ihr sagt. Besonders, wenn es von mir kommt. Siehst du? Und diese nervtötende Angewohnheit musst du dir zunutze machen. Und was hat das bitte mit mir zu tun? Ich will sicher sein, dass ich eine gute Nachfolgerin habe. Sophie, ich will, dass du den Job übernimmst. Du bittest mich, deinen Job zu übernehmen? Ja, ich glaube, du bist die Richtige dafür. Und ich kann das beurteilen. Ich kenne dich und ich kenne den Job. Außerdem wolltest du doch schon lange mal raus aus der Kneipe. Das ist deine Chance. Jetzt willst du mir wahrscheinlich gleich noch weismachen, dass ich wie geschaffen bin für diesen Job. Bei deinem Organisationstalent und deiner Kontaktfreudigkeit, ja. Und imagemäßig ist es besser als das, was du hier im Moment machst. Ich wüsste nicht, was an meinem bisherigen Job schlecht sein sollte. Sorry, ich meine nur... Du willst also, dass ich für Ben arbeite? Okay. Aber warum? Weil ich überzeugt bin, dass du es gut machen wirst. Obwohl, es gibt schon noch einen zweiten Grund. Wenn du den Job nicht annimmst, dann denkt Ben, ich hätte was damit zu tun. Und ich schätze, es würde meiner Ehe nicht gerade gut tun, wenn er denkt, ich hätte ihm eine Mitarbeiterin vergrault, die er unbedingt haben wollte. Außerdem will ich, dass jemand den Job weitermacht, der sich wirklich um die Projekte kümmert. Ich habe da mein Herzblut drin. Und ich glaube, du würdest da genauso rangehen wie ich. Und du würdest mir nicht dazwischenfunken? Wie auch? Nein, ich habe mit der Firma nichts zu tun. Stimmt. Eigentlich kann mir wirklich nichts passieren. Ich meine, ich kann gefeuert werden, aber die Tür zur Kneipe steht mir immer offen. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja, ich mach's. Ich nehme den Job. Spielen Sie doch nicht das Unschuldslamm. Vielleicht wollen Sie mir auch noch einreden, dass Sie gar nicht hier gewesen sind. Natürlich war ich bei Ihnen, um Ihnen die Papiere von Clarissa zu übergeben. Und ganz nebenbei der Frau Heringer auch noch ein paar Schauermärchen über mich zu erzählen. Aber ich bitte Sie, weshalb sollte ich so etwas tun? Vielleicht, weil Clarissa es so gewollt hat? Nein, also Clarissa hat nun mit dieser Sache wirklich nichts zu tun. Ach, wirklich nicht? Und was hätten Sie für einen Grund haben sollen, mich bei meiner Bekannten schlecht zu machen? Herr Brandner, ich habe Sie bei niemandem schlecht gemacht. Wenn Ihre Bekannte das behauptet, dann hat es vielleicht mit Ihrem Geisteszustand zu tun. Aber nicht mit mir. Sie armes, unschuldiges Opfer einer Verleumdung. Damit Ihnen in Zukunft dergleichen Missverständnisse erspart bleiben, rate ich Ihnen, sich nie wieder in meine Angelegenheiten zu mischen. Guten Tag. Was für eine unverschämte Person. Streitet einfach alles ab. War das Charlie Schneider? Was ist auch anderes zu erwarten von einer Intimfreundin Clarissas? Tja, von solchen Frauen hält man sich am besten fern. Oder man steckt sie in einen Sack und haut drauf. Wie, weiter bist du noch nicht? Das ist ja noch nicht mal die Hälfte. Na und? Hat auch keiner gesagt, dass wir es zu Ende lesen sollen, oder? Ja, das nicht, aber ich war so gefesselt, ich konnte es nicht eher außer Hand legen, bis ich wusste, wie das zu Ende geht. Naja, wenn man keinen Sinn für sowas hat. Morgen. So. Ich gehe mal davon aus, dass Sie schon alle fleißig in unserer Lektüre gelesen haben. Wie kommen Sie denn damit zurecht? Erik. Gut. Naja, man muss sich erstmal an die Sprache gewöhnen. Tja, Goethe ist eben was anderes als Konsalik. Aber die Sprache Goethes im Werther wäre doch schon mal ein Vorschlag für ein Gruppenreferat. Ist dir mal vielleicht schon was anderes aufgefallen, außer der Sprache? Ja, Lena? Also, zunächst ist der Werther ja mal ein Briefroman. Und das heißt, Goethe vermittelt dem Leser nur das, was Werther weiß.
Und in anderen Romanen ist es ja oft so, dass der Erzähler noch dieses ganze Drumherum miterzählt und das Geschehen wird bewertet. Und hier erfährt man eben nur das, was Werther weiß und empfindet. Gut beobachtet. Was sagen Sie dazu, Anna? Nichts. Ich bin noch nicht dazu gekommen, mir eine Interpretation zu kaufen. Dankeschön. Danke. Du hast den Job angenommen? Also zumindest habe ich Tanja das gesagt. Aber du hast Ben doch schon eine Absage gegeben. Ja, aber die wollte er doch gar nicht akzeptieren. Ich sollte es mir noch mal überlegen. Insofern ist noch alles offen. Ganz sicher bist du dir aber immer noch nicht, oder? Nee. Ich nehme Tanja natürlich nicht ab, dass sie mir ihren Job kampflos überlässt. Kampflos? Sie hat dich ja förmlich dazu gedrängt. Ja, eben. Warum sollte sie so scharf darauf sein, dass ich ihren Job übernehme? Irgendwas stimmt da ja aber nicht. Vielleicht hat sie auch nur gehofft, dass du das Angebot ablehnst, weil sie dich drum bittet. Aus Trotz. Daran habe ich natürlich auch schon gedacht. In dem Fall wäre ihre Aktion aber gründlich nach hinten losgegangen. Naja. Eigentlich kann es uns ja auch egal sein, was Tanja über die Sache denkt. Hauptsache, du weißt, was du willst. Und wenn du den Job willst, dann sag ja. Ein Angebot kriegt man nicht alle Tage. Das meine ich auch. Ja, und eigentlich kann Tanja mir ja auch schnurzpiep egal sein. Also dann, sag zu, bevor Ben es sich anders überlegt. Hat Anneliese sich eigentlich wieder mal gemeldet? Nein, mit einem Wüstling wie mir will die doch nichts mehr zu tun haben. Und das tut dir gar nicht leid? Keine Spur. Die ganze Welt ist voller Frauen, die alle ungeduldig darauf warten, von mir beachtet zu werden. Hey, das sind ja ganz neue Sprüche. Sieh mich an. So alt sehe ich doch nun auch wieder nicht aus, oder? Und außerdem hast du einen guten Job, ein tolles Auto und dieses unwiderstehliche Lächeln. Hallo, ich bin's. Hallo, Ela. Hallo, Ela. Na, wie war's in der Uni? Danke, okay. Schön, schön. So, muss wieder los. Ach, da fällt mir ein. Ich mache heute früher Schluss. Was haltet ihr davon, wenn wir die Gelegenheit nutzen und einen Biergarten überfallen? Ihr seid eingeladen. Ja, ist eine gute Idee. Gut, ich hole euch ab. Um 5 Uhr? Ja. Ich freue mich. Tschüss. Tschüss. Dani, bitte auch lächeln und in die Kamera gucken. Ja, und Dankeschön. Perfekt. Ah, unsere Tutti-Töpfe. Könnt ihr mal kurz aufhören mit dem Knutschen und für die Kamera zusammenrücken? Ja, wunderbar. Dankeschön. Und jetzt noch ein romantisches Duo. Schneeweiße dem Rosenrot. Jetzt guck dir Lena an, was sie wieder für eine Show Herr anzieht. Schöner, können Sie bitte mal eins Ihrer strahlenden Lächeln aufsetzen für die Schülerzeitung? Und ihr geht aus dem Bild. Danke. Ja, wunderbar. Geht doch. Dankeschön. Gott, ist das peinlich, wie die dem auf die Pelle rückt. Ach, hier sind Sie. Und ich suche Sie im Lehrerzimmer. Sie wollten mir doch noch die Geschichte erzählen, wie Ihr Treffen mit dem Schulrat ausging. Ach ja, genau. Sag mal, Das wissen Sie auch. Ich gehe wer ist denn die da, rein. die bei dem Schöner steht? Die habe ich ja noch nie gesehen. Guten Tag. Ich glaube, auch eine neue Lehrerin. Gott. Ach komm, lass uns bitte woanders hingehen. Dann geht die Lache auf die Nerven. Klar. Sag mal, hättest du eigentlich Lust, das Wertereferat mit mir zusammen zu machen? Mir ist gerade ein gutes Thema dazu eingefallen. Von der unsterblichen Liebe in den Tod. Oh, ich weiß nicht, also... Hey, ihr beiden. Jetzt seid ihr fällig. Ich brauche ein paar coole Fotos für die Schülerzeitung. Also ist Lächeln angesagt. Anna, auch von dir bitte. Du kannst das doch so schön. Erik, ja, das kommt gut. Und noch eins. Benedikt von Anstetten? Ja, hallo, hier ist Sophie Lewinsky. Sophie! Es geht um den Job. Steht das Angebot noch? Aber natürlich. Dann wollen Sie jetzt doch annehmen? Ja, sehr gern sogar. Ah, das ist ja wunderbar. Ja, dann willkommen im Team.
Darf ich Sie fragen, wieso Sie sich jetzt doch noch dafür entschieden haben? Natürlich. Sie haben einfach recht. Die Chance ist viel zu wichtig, als dass ich sie mir wegen falscher Rücksichtnahme entgehen lasse. Na, das höre ich gerne. Und nochmal, Tanja kann es Ihnen gar nicht übel nehmen, dass ich Ihnen diesen Job gebe. Wenn überhaupt, dann ist sie sauer auf mich und das soll nicht Ihr Problem sein. Hoffentlich. Tja, wie machen wir das mit dem Vertrag? Schicken Sie mir den zu? Ach nein, das ist mir irgendwie zu profan. Kommen Sie doch einfach morgen früh nach Friedenau. Dann machen wir das persönlich. Und wir sollten doch schließlich noch was darauf trinken, oder? Ja, gern. Vielleicht so gegen 11? 11 ist wunderbar. Gut, also bis dann. Ciao. Ja, ciao. Hallo, Clarissa. Hallo. Das war ja ein toller Tipp von dir. Wovon redest du? Von deinen grandiosen psychologischen Kenntnissen. Sophie hat den Job angenommen. Ach nein. Oh doch. Von wegen, die tut nie das, was man ihr sagt. So kann man sich eben immer wieder täuschen. Also ich hätte schwören können, es funktioniert. Oder hast du es am Ende falsch angestellt? Ach, Quatsch. Aber ich muss so überzeugend gewesen sein, dass sie nicht ablehnen konnte. Naja, mit einem gewissen Risiko ist sowas immer verbunden. Das ist genauso, als ob du deine Schwiegermutter pro forma zu Weihnachten einlädst und die Alte nimmt tatsächlich an. Da musst du dann eben durch. Na toll. Und was mache ich jetzt? Tja, was wohl? Wenn die sanfte Tour nicht funktioniert, musst du eben andere Seiten aufziehen. Werf ihr Knüppel zwischen die Beine. Lass sie ordentlich auflaufen. Sorg dafür, dass sie gefeuert wird. Das sagst du so einfach. Wenn Sophie sich erstmal breit gemacht hat, wird man die nicht wieder los. Ach, du wirst doch nicht vor einer Bierverkäuferin kapitulieren. Nein, aber was soll ich denn machen? Ja, das darfst du mich jetzt auch nicht mehr fragen. Jetzt musst du langsam selber ran. Aber ich bin mir sicher, dir werden ein paar nette Gemeinheiten einfallen, die der kleinen Sophie ihren Job so richtig mies machen. Und er trat einen Schritt zurück, genau in den Abhang. Und plötzlich lag er unten. Und wir Stell dir mal vor, Ele und ich nehmen dich jetzt noch in den Arm. Da fallen den Leuten glatt die Augen aus dem Kopf. Was will der alte Knacker mit diesen zwei jungen Dingern? Na, was wohl? Susanne, Die denken bestimmt nicht, dass du mein Vater bist. so hör mal, ja? Papa, du könntest mein Freund sein. So ein kleiner Altersunterschied ist völlig normal. Ja, und bevor ich dich jetzt hier gleich vor allen Leuten übers Knie lege, stoßen wir lieber an. Auf einen schönen Abend. Cheers. Dasselbe nochmal, bitte. Diese Runde geht jetzt aber auch für mich. Na, auf gar keinen Fall. Heute sind Sie Gasteler. Dankeschön. Okay. Zum Wohle. Danke, stimmt so. Dankeschön. Ach, suchen Sie vielleicht einen Platz? Bei uns gibt es noch einen. Danke, sehr nett. Aber ich erwarte noch jemanden. Das können Sie doch auch von hier, oder? Da könnten Sie recht haben. Bitte schön. Nächtig wieder was los hier, ne? Kein Wunder. Bei dem Wetter? Also nach diesem Sommer sollte man wirklich jeden schönen Tag ausnutzen. Schau mal, der ist auch nicht schlecht. Das ist übrigens meine Tochter und ihre Freundin. Hallo. Hallo. Und das ist mein Freund. Hallo, Hallo. Schatz. Hallo. Schau mal, da werden 2 Plätze frei. Wiedersehen. Und danke für den Platz. Keine Ursache, Wiedersehen. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Hi, Ma. Sorry, eigentlich wollte ich auch schon früher da sein. Hab aber leider den Bus verpasst. Macht nichts. Ich hatte Gott sei Dank was zu lesen. Außerdem ist hier eh nicht so viel los. Und? Hat Ramon sich schon gemeldet? Ja, vorgestern Abend. Er war ziemlich schlecht drauf. Jackie muss ihm wohl eine ganz miese Szene gemacht haben. Naja, jetzt hat er hoffentlich kapiert, was für eine blöde Kuh Jackie ist. Ja, hoffentlich. Ja, jedenfalls wollen wir nun versuchen, irgendwie normal miteinander umzugehen. Mal sehen, ob es klappt. Außerdem ist er ja schon bald weg. Ja. Und was ist mit dir? Was ist mit deinem Fitnessflirt? Oh Gott, vergiss es.
Den habe ich erstmal abgeschrieben. Naja, vielleicht ist es besser so. Sparst du dir zumindest eine Menge Ärger. Tschüss. Tschüss. Aber mal was anderes. Wir haben jetzt einen Trainer für den Selbstverteidigungskurs gefunden. Also genau genommen sind es 2, ein Typ und eine Frau. Prima. Mhm. Ja, wenn Jan sein Okay gibt, geht's gleich los. Hoffentlich bin ich da nicht gerade im Urlaub. Urlaub? Davon wusste ich ja gar nichts. Umso besser. Dann kann ich dir zumindest einmal was Erfreuliches erzählen. Ja. Hallo, Papa. Vergiss deine charmanten Begleiterinnen nicht. Oder sind wir dir am Ende zu jung? Entschuldigt bitte. Ich glaube, mein Vater kann es nicht verknusen, dass er gegen den jungen Typen keine Chance hat. Es ist doch dummes Zeug, was du da redest. Aber ein bisschen merkwürdig ist es schon, findet ihr nicht? Sie könnte ja fast seine Mutter sein. Ja, wieso nicht? Du freust dich doch auch, wenn die Männer dich um uns junge Dinger beneiden. Das ist doch wohl was ganz anderes, ja? Ach, natürlich. Ihr Männer dürft das. Und bei uns Frauen wird blöde geguckt. Ich komme gleich wieder. Ich gehe mir nur mal die Nase pudern. Ciao. Ich hätte nicht gedacht, dass wir mal so nett zusammensitzen. Sah ja am Anfang nicht so aus, ne? Naja, ich habe mich auch ziemlich dämlich angestellt, glaube ich. Ich war auch nicht gerade einfach. Nun bin ich froh, dass Sie nicht gleich das Handtuch geschmissen haben. Nein, wirklich. Sie haben sehr viel Geduld bewiesen. Ah ja, ich sehe. Ihr habt mich sehr vermisst. Hm? Haben wir? Machst du Feierabend? Ja. Aber übrigens, Sophie hat den Job jetzt doch angenommen. So. Ja, zum Glück. Ich dachte schon, sie würde aus Rücksicht auf dich, auf diese Chance verzichten. Hat sie dir auch gesagt, warum sie den Job jetzt doch haben will? Ja, eigentlich wollte sie den Job von Anfang an. Aber sie hatte dann doch deinetwegen Bedenken. Die konnte ich zum Glück zerstreuen. Ach ja, sie kommt jedenfalls morgen früh um 11 zur Vertragsunterzeichnung. Ach nein. Der große Benedikt von Anstetten, Chef von AMG, Geschäftsführer von Avatex, lädt die kleine Assistentin zu sich nach Hause ein. Wie rührend. Tja, so bin ich eben. Ich füttere sogar meine Ex-Assistentinnen durch, obwohl die nun wirklich überhaupt keinen Anspruch darauf haben. Ach so, sei bitte morgen früh auch zur Vertragsunterzeichnung hier, dann kannst du mit Sophie gleich die Übergabe machen. Arno hat natürlich sofort unterstellt, dass ich seine Bekannte in deinem Auftrag vertrieben habe. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, weshalb ich sonst bei ihm gewesen sein sollte. Arne war schon immer ein bisschen naiv. Ja, das ist vielleicht ein Vorteil, wenn er nichts ahnt. Dann kann ich irgendwann noch ganz überraschend zuschlagen. Aber vielleicht ist es ja der einzige Weg, wie du ihn rumkriegen kannst. Dann vergisst er vor lauter Schreck, dass er eigentlich gar nicht auf Blondinen steht. Ach komm, ob schwarz oder blond. Ist den Männern im Grunde doch egal. Arno ist nicht Roberto. Obwohl Arno es viel nötiger gebrauchen könnte als Roberto. Ich bin mir sicher, seit Iris Tod hat er nicht mehr. Ja, wunderbar. Dann muss ich ja nur noch die richtige Gelegenheit bieten. Na gut, ich glaube zwar nicht mehr dran, aber was tue ich nicht alles für meine beste Freundin? Hallo Arno, störe ich gerade? Ach, ja gut, ich mach's kurz. Charlie Schneider hat dir doch neulich Unterlagen vorbeigebracht. Ja, du, und die bräuchte ich ganz dringend zurück. Morgen Vormittag? Ja, gut. Arno, sag mal, wo steckst du eigentlich? Allein? In Damengesellschaft, so. Na gut, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Arno amüsiert sich gerade im Biergarten. Warum bist du eigentlich nicht dabei? Morgen bist du am Zug. Mach was draus.
So, Danke. Dann darf ich Sie als neue Mitarbeiterin ganz herzlich begrüßen. danke. Tanja, bist du bitte so nett? Kommt sofort. In der Anfangszeit werden sich sicherlich viele Fragen ergeben. Wenden Sie sich direkt an mich, wenn Ihnen Ihre unmittelbaren Kollegen nicht weiterhelfen können. In dieser Mappe hier finden Sie die aktuellen Projekte. Ah ja, das waren Kontakte, die ich gemacht habe. Danke. Ja, wenn Sie aus den Unterlagen nicht schlau werden, wenden Sie sich direkt an Tanja. Hast du kein Glas? Nein, danke, ich möchte nicht. Also dann, auf einen guten Start und viel Erfolg. Schauen wir mal. Tja, dann werde ich wohl mal. Wir waren ja soweit klar, was die Übergabe angeht. Wenn du Fragen hast, ich habe deine Nummer. Gut, dann bis später. Ja, ja. Tschüss. Ich fand so viel Charakter in allem, was sie sagte. Ich sah mit jedem Wort neue Reize, neue Strahlen des Geistes aus ihren Gesichtszügen hervorbrechen, die sich nach und nach vergnügt zu entfalten schienen, weil sie an mir fühlte, dass ich sie verstand. Danke, Erik. Tja, was sagen Sie dazu? Ziemlich geschwollen. Das Buch ist zuerst 1774 erschienen. Damals schrieb man noch ein kleines bisschen anders als heute. Aber der Inhalt, der ist doch nach wie vor sehr aktuell. Hm? Schließlich geht es hier um ein Thema, das uns alle sehr interessiert. Die Liebe. Oder interessiert Sie die Liebe nicht? Doch, klar. Wenn ihr zum Beispiel Musik hört, da geht es doch auch immer nur um dieses Thema. Und im Fernsehen und im Kino auch. Denn alle Menschen sehen sich nach der großen Liebe. Na, Sie bestimmt auch. Sie vielleicht nicht? Doch. Auch Lehrer sind nur Menschen. Denn wie heißt es im Werther so schön? Was ist im Herzen die Welt ohne Liebe? Wunderbar. Dann reiche ich die Verträge an meinen Anwalt weiter. Gut. Lass uns noch einen Kaffee zusammen trinken. Das ist nett, Clarissa, aber ein andermal. Oh. Wiedersehen. Hallo, ich habe eine Überraschung. Herr Brandner, na so ein Zufall. Tut mir leid, meine Liebe, ich muss gleich wieder weg. Da habe ich aber Glück gehabt, was? Was ist denn jetzt los? Darf ich mal? Offensichtlich eine kleine Panne. Da können Sie mir jetzt wohl nicht mehr davonlaufen. Wie bitte?